Phantasm Wing 928 Package. Ein absoluter Frühgleiter aus der Slingshot-Palette und auch ein wirklicher Flügel mit einem Low-Aspect-Ratio. Mittlere Profildicke mit einer schlanken Anströmkante und leichte Winglets an den Tips. Das in Kombination mit einer 71 cm langen Fuselage und einem Rear Wing mit 281 Quadratzentimeter und einem 72 cm langen Carbonmast ergibt dann das Phantasm Wing 928 Package. Zu allen weiteren Variationsmöglichkeiten haben wir ja vor kurzem für euch schon ein ausführliches Video bereitgestellt. Getestet haben wir diese Kombination mit Boards zwischen 120 und 90 Litern. Man kann ganz klar sagen, dass hier dieser Flügel mit knapp 2400 Quadratzentimetern mit zu den am frühesten steigenden Flügeln am Markt gehört. Dabei ist hier besonders erwähnenswert, wie gleichmäßig und sanft dieser Flügel aufsteigt, wodurch natürlich der Einsatzbereich für absolute Einsteiger top ist, aber auch für den Fortgeschrittenen, der kann halt auch bei sehr wenig Wind halt hier so um 10 Knoten, auch mit einer aktiven Anpumpweise, da sich der absoluten Untergrenze nähern, was dann eigentlich so möglich ist bei Leichtwind. Die schlanke Anströmkante und die mittlere Profildicke ergeben hier einen geringen Widerstand. Das geht aber natürlich genauso einher, dass wir hier nicht so viel Vorfußdruck haben. Das heißt halt, wir haben dadurch halt dieses extrem sanfte und gleichmäßig Aufsteigen, natürlich auch durch die Form des Flügels begründet. Aber wir haben davor nicht gerade auf der Pitchachse nicht so einen haarfesten Widerstand, sodass dieses Foil hier ganz minimal geführt werden möchte. Aufgrund eines sehr homogenen Feedbacks, auch wie gesagt auf der Pitchachse, ist das aber auch für jedermann, also selbst für den absoluten Einsteiger, ganz schnell erlernt. In der Yaw-Achse, also in der horizontalen Drehung, zeigt sich hier der Flügel am stabilsten. Das heißt, man hat hier das größte Feedback und einen gewissen fühlbaren Widerstand, sodass gerade hier auch der Einsteigerbereich sehr gleichmäßig und solide halt an die einzelnen Manöver rangeführt wird. Man hat hier kein Zittern, kein Wackeln. Das Ganze ist wirklich ein schönes, gleichmäßiges, stabiles Fliegen, aber ohne dabei eingeloggt zu sein. Für den etwas fortgeschrittenen Fahrer ist die Rollachse beim 928 Phantasm Package das absolute Highlight. Die Drehfreude, die hier und die seitliche Neigung, die hier erzeugt werden kann, ist wirklich leicht und spielerisch, aber auch wieder mit dem gewissen Feedback, dass man merkt, okay, bis hierhin kannst du dich jetzt in die Seite legen, aber nicht weiter. Also der Flügel signalisiert hier sehr gut, wie weit seine Performance gehen soll. Klar, wir reden immer noch über einen Einsteiger- und Leichtwindflügel, aber in puncto Drehfreude in diesem Bereich ist er halt auch wirklich auf einem sehr hohen Niveau, welches über den eigentlich gedachten Einsatzbereich deutlich hinausgeht. Und betrachten wir mal die Fahrleistung nochmal separat. So ist hier dieser Flügel von der Geschwindigkeit aufgrund seines geringen Widerstandes wirklich als hoch einzustufen. Er ist definitiv vergleichbar mit Flügeln zwischen 1500 und 2000 Quadratzentimetern vom Speed her. Und auch auf dem Anwendkurs zeigt er eine grundsolide und hohe Leistungsfähigkeit. Und das Ganze wird begleitet von einer wirklich 100%igen gleichmäßigen Kontrolle. Der Flügel ist definitiv sehr einfach zu fliegen. Die Leistungen sind hier einfachst abzurufen. Man muss hier auf keinerlei Nicklichkeiten achten. Hier gibt es kein Zucken. Auch mit der Kombination des 72er Mastes ist diese Variante gut gewählt, weil aufgrund der nicht ganz so gestreckten Spannweite kann man natürlich auch hier mehr in die Rolle gehen, ohne dass man einen Wing-Out bekommt. Dementsprechend
ist hier auch schon mal ein sportlicheres Fahren in den Manövern ohne Probleme möglich. Schauen wir auf den Glide des 928 Flügels, so ist dieser insgesamt etwas schwächer als bei den deutlich gestreckteren Flügeln in der gleichen Quadratzentimeterzahl. Nichtsdestotrotz lässt sich der 928 mit einer kleinen Amplitude beim Pumpen auch lange ohne großartigen Kraftaufwand am Fliegen halten. Das Phantasm 928 Package ist einerseits natürlich auch, so wie vom Hersteller gedacht, ein wirklich sehr gutes Paket halt für Einsteiger, die einen qualitativ hochwertig verarbeiteten Flügel haben möchten. Wählen wir hier das Carbon Package, so liegen wir hier bei 1.790 € im Durchschnitt. Es ist aber zusätzlich im Programm natürlich auch noch eine günstigere Alu-Variante erhältlich. So oder so bekommt man hier einen Flügel, der einen großen Windbereich abdeckt. Der lässt sich auch bei geringen Geschwindigkeiten noch einfach durch die jeweiligen Manöver fliegen. Aber er hat auch ein gewisses Potenzial nach oben hin hinaus, weil die Geschwindigkeit einfach nicht so stark begrenzt ist, wie vielleicht bei dem einen oder anderen Mitbewerber, der vielleicht gestreckter ist, aber dann halt mit einer dickeren Profiltiefe oder einer dickeren Anströmkante aufwartet. Gerade die nicht so hohe Streckung des 928 verhilft diesem Flügel natürlich zu einer wirklich ganz ausgezeichneten Drehfreude. Toll obendrauf halt die wirklich schöne harmonische Stabilität und Kontrolle des Flügels, sodass hier der absolute Einsteiger auch nicht überfordert wird. Insgesamt von unserer Seite ein wirklich sehr harmonisches Produkt, was diesen Einstiegsbereich und den Leichtwind in der absoluten Gänze abdeckt und gerade auch bei Geschwindigkeit und Drehfreude auch in den höheren Fahrkünststufen hier und da für Begeisterung sorgen kann.